Unsere Erfahrung ist, dass wenn man einen Sprachkurs macht, was sehr wichtig ist, also dass man wirklich mit einem Lehrer oder mit anderen Studenten zusammen lernt, das sind immer nur begrenzte Zeit. Das sind vielleicht ein paar Stunden in der Woche oder wenn man einen Intensivkurs macht, bis 20 vielleicht. Aber was macht man außerhalb dieser Zeit, um seine Sprachkenntnisse zu vertiefen? Und da finden wir, ist außer einfach rausgehen, Filme natürlich etc. Zu schauen und sich wirklich zu vertiefen, ist Lesen der beste Weg. Weil da kann ich in meinem eigenen Rhythmus da einfach sagen, genau das verstehe ich nicht. Und da entwickeln wir ein Tool, damit man wirklich direkt dann sagen kann, okay, was ist das? Dass für den Sprachlerner direkt zu dem Sprachphänomen Informationen bekommt und daraus individualisierte Übungen da auch machen kann. Die Klassifizierung heißt gemeinsamer europäischer Referenzrahmen. Einstufung von Texten von A1, sehr, sehr einfach, bis C2, ein sehr, sehr komplizierter Fachtext, sage ich mal. Und für die Lerner ist das wichtig, zu wissen, ist dieser Text jetzt für mein Lernniveau gerade oder den Test, das ich jetzt gerade anstrebe, geeignet. Also B1 ist ein klassischer Einstufungstest, das viele anstreben. Ich glaube, für viele Jobs, für die meisten Jobs, die nicht eine hohe Qualifikation verlangen, ist eine B1 Lernniveau ausreichend. Wenn ich aber, zum Beispiel haben wir gerade den Fall, dass ein Medizinstudent zum Beispiel möchte auch hier in Deutschland Arzt werden, dann muss er natürlich einen höheren Level haben als B1. Und das wird im Moment von den Universitäten wie C1 verlangt. Das heißt, er muss schon ein bisschen mehr Zeit investieren, um dahin zu kommen. Was wir bemerkt haben, aber, weil wir ständig auch unsere Follower fragen, sind die Stories zu schwierig oder für was wollt ihr noch als Feature haben? Extrem wichtig ist, dass sie wissen, dass es für mein Lernniveau passend ist. Weil sie sind noch nicht bereit, jetzt die Zeit zu lesen zum Beispiel. Ja, das ist dann zu schwierig. Ja, oder sie möchten schon spannende Inhalte haben, aber wollen wissen, okay, das wird jetzt nicht zu schwierig sein, aber auch nicht zu einfach. Und deshalb ist diese Klassifizierung, die wir machen mit den Texten, schon auch eine sehr wichtige Vorstufe, dann, bevor wir die in die App integrieren. Wir setzen sehr viel drauf auf diesen Unterhaltungswert. Das ist das Problem oft bei Sprachlernangebote ist, dass sie nicht so unterhaltsam sind. Und deshalb finden wir es wichtig, wenn man außerhalb der Klasse seine Fremdsprachenkenntnisse vertiefen möchte, dann ist es wichtig, dass es auch ein bisschen Spaß macht.